Jo, willkommen zurück zur neuesten Ausgabe der Royal Rumble News, liebe Freunde der bewährten Plastikkunst. Ich glaube, das mochte ich letzte Woche. Ich glaube, ich werde das beibehalten. So, dieses Wochenende ist, ich glaube, Shanghai Comic Con, SGC 2018 jedenfalls. Da kommt am Ende ein bisschen was, aber zwischendrin will ich schon ein bisschen Charaktere bündeln, also fangen wir gleich an. Die Woche ist echt stark gestartet, und zwar Iron Factory's Decepticon Justice Division Combiner wurde endlich mal in Farbe gezeigt. Sieht reichlich ätzend aus von den Farben her, waren auch nicht ganz so positive Kommentare, aber ich finde von den Proportionen und so weiter ist das schon ein cooles Ding. Dann Hot Soldiers Legends Scale kommt rum mit Prowl. Bisher nur das eine Bild, ist glaube ich eher ein Render. Auch schick für die Legends-Leute. Dann wird es demnächst eine neue Ankündigung von Storm Collectibles geben. Die haben schon Baraka geteased, was man so sieht. Kommt auch gut. Hat sich vor allem ziemlicher Beliebtheit erfreut, weil es endlich mal was anderes ist als ein Ninja. Dann gab es aus dem Transformers Generations Buch neue Bilder von MP44. Wesentlich klarer. Wesentlich klarer. Mag ich. Man sieht eine ganze Menge, ein paar Entwurfsgeschichten, den Truck-Mode auch ein bisschen detaillierter. Dann gab es nochmal wieder von Fans Hobby den ja, quasi spaßig gemeinten zusätzlichen Modus, der ein bisschen Robotech-mäßig aussieht, sprich Double Evil hält so ein bisschen seinen Jet-Modus auf dem Kopf und die Beine sind ein bisschen umgeknickt und wer Bock drauf hat, sieht aus wie eine pervertierte Form von Ed209, aber das ist nur meine Meinung. Und zusätzlich Vergleichsbilder mit Powerbaser. Echt riesig. Da kommt später auch noch was zu. Dann gab es mal wieder offizielles 6-Scale. Und zwar hat Hot Toys deren Post oder ihren Post aktualisiert, was das Michael B. Jordan Sculpt angeht für deren Eric Killmonger Figur. Die übliche Hot Toys Qualität, aber irgendwas stimmt an dem Sculpt nicht. Ich weiß nicht. Also ich möchte da nicht hintersetzen und das modellieren, aber da sehe ich Michael B. Jordan nicht so ganz. Ihr? Weitere 6-Scale News kamen dann von Bethesda und 3Zero. Und zwar die Tricentennial Armor aus Fallout 76, auch schick, mittlerweile auch eine ganze Menge davon, schon cool. Dann machen wir das 6-Scale-Paket voll. Woo Toys, eine Third-Party-Firma, bringt für den 6-Scale-Sektor einen Stan Lee raus, der auch richtig gut aussieht. Also für eine 6-Scale Third-Party-Figur sieht das Sculpt echt nahezu original aus. Auch schöne Accessoires, die Brillen, Stifte, kleines Bild, was von ihm unterzeichnet wurde, macht echt was her, Und dann kam Hot Toys noch offiziell um die Ecke mit deren Hall of Armor. Und zwar bringen die für sämtliche Rüstungen ein paar Sets raus. Und zwar kriegt man hier ein Set von 7 und ein Set von 4. Mit so Plättchen, die man einkleben kann, dass das hologrammmäßig aussieht, voller Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob die 4 und die 7er Sets getrennt darstellbar sind oder ob die kombiniert sind, aber so oder so könnt ihr auch die einzelnen kriegen. Schon schick, also ist geil. Es gibt Leute, die haben sich die selber gebaut, aber so ist das echt ziemlich geil. Sonst hatte ich die Woche auch ehrlich gesagt nicht viel mehr von 6-Scale oder anderen Dingern. Aber Planet X, um mal zurück zu Transformers zu kommen, hauen das Ding echt komplett raus. Und zwar machen die ein Upgrade-Set für deren Ismanios, deren IDW G1 Deathsaurus, um den G1 mäßiger aussehen zu lassen. Also richtig G1 mit den runden Flügeln, kommt cool. Und zusätzlich machen die Star Saber, auch in IDW G1. Das Krasse an dem Ding ist, dass der halt wirklich im Endeffekt aussieht wie Flame Toys Star Saber. Ne? Ich meine, klar, es ist IDW, aber das Ding kommt so dermaßen daran.
Echt verrückt. Echt verrückt. Richtig, richtig cool. Und ich glaube, wir können jetzt auch direkt ein bisschen in SGC, ja, jetzt können wir auch direkt in SGC 2018 Teil 1 einsteigen. Das erste, was mir ins Auge gesprungen ist, waren X-Transports bzw. Keys Fantasy Club. Die bringen noch mehr Junkions raus, die richtig cool aussehen. Dann haben wir Bilder der anderen Berserkers gesehen. Quintessence, den Quintessence Judge aus Transformers The Movie. Und Masterpiece Dreadwind und Darkwing. Ob die auch Powermaster-mäßig kombinierbar sind? Ich sehe es ehrlich gesagt, komm, sind schließlich X-Transports. Sind nicht immer alle begeistert von den Transformationen, aber die Figuren sind geil, muss ich sagen. Ich habe auch Andras. Fußtransformation ist eine Katastrophe, aber der ist einfach top. Der ist einfach echt top. Dann gab es was Neues von DX9. Die haben endlich in farbig, also farbiger Testshot, deren Atelier-Modus, also den Combiner-Modus für Capone gezeigt, was der Motormaster ist. Sehen natürlich die Arme ein bisschen hohl aus und so weiter, ne? Aber also Proportionen sehen cool aus. Der Truck-Mode bei Capone ist allerdings ein bisschen lang. Ist natürlich Toy akkurat so, wisst ihr, aber ja, ist ein bisschen lang. Und auch wieder, wie es gerade im Trend ist, was ich gestern auch schon in Instagram, wer geguckt hat, auch geschrieben habe, öffnende Türen. Das ist natürlich auch ziemlich interessant, muss man dazu auch sagen. Und ganz wichtig, neuer Stunticon. Wir haben Wild Rider gesehen. Henry ist der Name von denen. Und finde ich natürlich auch geil. Wild Rider und dann kriegt er Henry. Das ist natürlich das der gechillteste Name ever. Aber ja, das ist das. Dann noch mal kurz Fans Hobby. Endlich mal God Bomber. Endlich mal God Bomber. Da haben sie auch ein fettes Slide gezeigt mit God Bomber in Einzeln. Auch quasi fertig ausgearbeitet. Immer noch unfarbiger Prototyp, aber fertig ausgearbeitet. Und wie das Ding kombiniert an Powerbase aussehen wird, hat einen ganz schön kräftigen Fuhrbau, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob sie das noch vielleicht runterkürzen. Die hören ja auch Fanstimmen, von daher kommt da vielleicht noch was. Wäre auch eigentlich ziemlich cool. Und ja, der in God Genrai Mode, der wird tatsächlich größer als Double Evil. Sieht zumindest so aus, weil, wie ihr das ja gesehen habt, also die A-Stands von den Beinen, die sind ziemlich gleich. Das ist schon ein krankes Ding. Dann nochmal Optimus Prime. Transform Element haben ihren gezeigt auf der SGC 2018. Der Truck-Modus ist immer noch der beste, tut mir leid, stehe ich zu. Also der hintere Teil vom Truck, der sieht so gut aus mit Anhängerkupplung. Top, wirklich top. Fans Toys Jabba in farbig, auch sehr cool. Wobei mich persönlich ein bisschen stört, dass die Ellbogen sind so hier. Und die Arme würden echt weit runter gehen. Also ich glaube, die Hände, die sind irgendwo auf Knieniveau, oder? Sagt mal in den Comments, was ihr dazu denkt. Dann haben Iron Factory, das ist echt eine Menge. Iron Factory ihr 2019 Programm angekündigt, da sind ein paar coole Sachen bei. Zum Beispiel ein 4-in-1 Megatron, also Legend, aber trotzdem ziemlich geil. Hier seht, da drin ist der Dreamwave Generation 1 Megatron, der IDW G1 Megatron, Origin Megatron, Tank. Und dann noch der G1 Megatron. Plus ein normaler Tank Mode. Das ist ein volles Paket. Und dann Ultra Magnus. Den IDW G1. Und zwar die Maximus Ambus Armor. Den er ja, so einigermaßen zum Ende hin des Lost Light Runs gekriegt hat. Ziemlich fettes Ding. Dann ist das, glaube ich, ein Optimal Optimus, wenn mich nicht alles täuscht. Ob das Primal Prime oder Optimal Optimus, weiß ich nicht. Diese Namen, die bringen mich immer durcheinander. Also, ja. Dann Legends Beast Wars 2 Megatron. Soundwave, der sich in einen komischen Tape-Truck verwandeln kann. Sehr merkwürdig. Ich glaube, das war ein Springer. Sowas wie ein Chibi Starscream, also ganz komische Sachen teilweise, aber ansonsten universell schick. Dann gibt es eine neue Firma und zwar Trans Project X, die bringen ähnlich wie Generation Toy ein Cybertronian Optimus Primal raus, auch Masterpiece Size, soll zwar 25 cm groß sein und wird Beast Commander heißen. Von den Details her ziemlich cool erstmal, aber auch wieder so ziemlich bulkig in der Chest, also in der Brustgegend.
Dann Mastermind Creations haben ihre Decepticon Justice Division gezeigt. Farbiger Testshot von Thesaurus auf dem Display. Und dann New Age Toys, oder New Age Toys, weil die haben das zusammengeschrieben. Die machen einen Legends G1 Megatron mit Holster und Schalldämpfer. Der sieht richtig gut aus. Ich bin mal gespannt, wie der transformiert. Aber wir sehen jetzt nicht den Rücken. Ich weiß, das ist vielen Leuten wichtig, aber der sieht echt gut aus. Der sieht richtig gut aus. Transform Element. Das ist immer doof, dass der Drucker das nicht zusammenfasst. Entschuldigt bitte, ist ein bisschen all over the place. Aber Transform Element machen Legends Red Trap, wo die Ratte echt gut aussieht. Und Black Arachnia, auch sehr schick. Und dann kam gestern zu SGC 2018 noch neue KFC-Bilder von deren Power Master Optimus Prime. Da gab es die Woche vorher schon was. Ich zeige euch das hier mal ein bisschen zusammen. Also normaler Zweiachser, wie wir das auch kennen, aber da ist dann God Bomber mit bei. Sehen ihr das Interieur? Ziemlich krass, sehr detailliert, voll transformierbar, kombinierbar. Also und Power Master und God Ginrai Modus ist schon ein krasses Ding. Sieht gut aus. Dann kam Fans Hobby noch rum mit noch einem neuen Power Master, und zwar G1 Getaway. Erstmal nur eine Silhouette, aber sieht trotzdem sehr cool aus. Und was vollkommen Neues, unter der Nummer MBJ01 wird es Transformers Armada Optimus Prime geben. Also die bleiben definitiv individuell, was ich ziemlich cool finde. Und der Truck-Mod sieht erstmal gut aus, und was ich vom Bot sehe, soweit eigentlich auch. Also ich wusste erst nicht, was ich davon halten sollte, aber wegen den Rädern an der Seite und Proportionen hat das ein bisschen Armada für mich geschrien. Ne? Und das war es jetzt eigentlich auch erstmal für Tag 1. Tag 2 kriegt ihr nächste Woche zu sehen. Aber für diese Woche war es das jetzt erstmal. Mal gucken, ob heute noch viel kommt. Es ist ja relativ früh. Von daher hoffe ich, da war was für euch dabei. Ich weiß, es ist sehr Transformers-lastig. Gundam war diesmal nicht so stark. Also Facebook-Feed ist hier, ich zeige dir mal alles und dann wieder, ich zeige dir mal nichts. Vollkommen absurd. Ich muss noch 2,5 Tage arbeiten. Dann habe ich Urlaub. Da freue ich mich drauf. In dem Sinne erstmal einen schönen Sonntag. Guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.